Viele deutsche Kommunen pflegen schon seit Jahrzehnten partnerschaftliche Beziehungen zu Kommunen im globalen Süden. Zur Realisierung gemeinsamer Projekte fehlen ihnen aber oft die finanziellen Mittel. Engagement Global mit ihrer Servicestelle Kommunen in der einen Welt fördert die Entwicklungszusammenarbeit und den Wissensaustausch zwischen diesen Kommunen. Projekte, die in diesem Rahmen umgesetzt werden, durchlaufen im Wesentlichen 3 Phasen: die Antragstellung, die Durchführung der Projekte und die Nachweiserstellung. Was beinhaltet die Antragstellung? Jedes Projekt beginnt mit einer gemeinsamen Analyse der Ausgangssituation in der Südkommune, aus der sich mögliche Handlungsbedarfe ergeben. Gemeinschaftlich wird ein Handlungsfeld priorisiert. Was sind mögliche Lösungsansätze? Sind dabei Entwicklungskonzepte und Strukturen der Partnerkommune berücksichtigt? Ergibt sich auch für die deutsche Kommune ein Nutzen? Wer ist die Zielgruppe und wer profitiert davon? Welche Akteure müssen beteiligt werden, um das Vorhaben erfolgreich umzusetzen? Aus diesen Fragen kann sich folgende konkrete Idee ergeben: die Förderung von Klimaschutz und erneuerbaren Energien in Form einer Solaranlage für eine städtische Schule in der Partnerkommune. Dafür wird in partnerschaftlicher Zusammenarbeit ein Antrag erstellt. Dieser beinhaltet im Wesentlichen die Ziele, die Maßnahmen und Zeitpläne des geplanten Projektes sowie die Höhe der benötigten Mittel. In der Projektplanung werden die Ziele und erwarteten Wirkungen festgelegt. Das Oberziel ist entwicklungspolitisch relevant, global ausgerichtet und bezieht sich auf die Agenda 2030 der Vereinten Nationen. Unser Beispielprojekt trägt durch die Erzeugung erneuerbarer Energie zur Emissionsreduzierung und dadurch zum Klimaschutz bei. Aus dem Oberziel leitet sich das Projektziel ab. Dieses beschreibt den gewünschten Zustand und die Wirkung der Solaranlage. Eine nachhaltige, dezentrale Energieversorgung durch Solarstrom für die Schule der Partnerkommune ist gewährleistet. Um das Projektziel zu erreichen, werden mehrere Unterziele und dafür notwendige Maßnahmen definiert. In diesem Fall ist das zum Beispiel die Installation der Solaranlage, von der Ermittlung des Strombedarfs an der Schule bis zur tatsächlichen Errichtung. Oder die Schulung von Kindern, Jugendlichen sowie Technikerinnen und Technikern, von der Bereitstellung des Lehrmaterials bis hin zur Durchführung der Schulungsangebote. Zu guter Letzt werden die Erfolgsindikatoren mit passenden Erhebungsmethoden formuliert, wie beispielsweise: die errichteten Solaranlagen produzieren durchschnittlich 1600 Kilowattstunden pro Jahr Strom, sodass eine 100%ige Versorgung der Einrichtung gewährleistet ist. Innerhalb der Projektplanung sind darüber hinaus folgende Aspekte zu berücksichtigen: Ist die Zeitplanung für die Maßnahmen im Partnerland realistisch? Ist die finanzielle, ökologische und personelle Nachhaltigkeit gewährleistet, um die Wirkung des Projektes langfristig sicherzustellen? Entstehen Folge- und Instandhaltungskosten? Hat das Projekt negative Einflüsse auf die Umwelt? Kann lokales Personal nach Projektende weiter beschäftigt werden? Welche Risiken könnten auftreten, die die Durchführung und die Ergebnisse des Projektes gefährden, wie beispielsweise Umweltkatastrophen oder ein politischer Wechsel? Wie könnte dem entgegengesteuert werden? Ein wichtiger Bestandteil des Antrags ist die nachvollziehbare finanzielle Planung. Im Ausgabenplan werden die anfallenden Ausgaben zur Erreichung der Projektziele aufgeführt. Diese sind gegliedert nach Ausgabenarten, wie zum Beispiel Investitionen oder Aufbau von Kapazitäten und Kompetenzen. Aus dem Finanzierungsplan geht hervor, wie sich das Gesamtbudget in Fördermittel und Eigenbeiträge aufgliedert und sich der Finanzbedarf über die Haushaltsjahre verteilt. Wenn all diese Punkte ausgearbeitet und alle Fragen beantwortet sind, ist der Antrag fertig und bereit zur Einreichung bei der Servicestelle Kommunen in der einen Welt. Anschließend erfolgt die Prüfung der Förderfähigkeit. Nach positiver Prüfung des Antrags kann dem Projekt nun nichts mehr im Wege stehen.